Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt's mal was anderes von mir, ein kleines Video mit persönlichen Dingen, mit Zeitqualität, wie immer eigentlich und auch einem kleinen Ausblick. Ja, wie kommt's? Mal was Neues, mal in die Sichtbarkeit gehen. Ich schreibe ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren meinen Blog unermüdlich jeden Monat und selten ist mein Gesicht da im Vordergrund oder auch früher in den sozialen Medien, womit ich auch schon beim Thema bin. Vor ungefähr 2 Monaten, mehr oder weniger, sind mir ohne Ankündigung meine Instagram- und Facebook-Accounts gekündigt worden. Also falls ihr mich da vermisst habt, ich habe niemanden gelöscht oder mich nicht gelöscht. Das war ja eine Überraschung und ich habe mich dazu entschieden, das so zu belassen. Einfach weil mein Bauchgefühl mir das so gesagt hat und ich bin dem nachgegangen und jetzt habe ich allerdings den Impuls, mich doch wieder mal ein bisschen mehr zu zeigen, ein bisschen präsenter zu sein, abseits von meinem Blog, den du natürlich jederzeit kostenlos und frei zugänglich besuchen kannst, in dem alle Infos, die ich so rausgebe zur Zeitqualität, hinterlegt sind zum Nachlesen. Genau. Ja, du findest mich außerdem bei Telegram. Mein Telegram-Kanal, den verlinke ich unten drunter. Und auch einen WhatsApp-Kanal gibt es von mir, von der Bewusstseinswerkstatt. Also man findet mich und ansonsten auch ein Newsletter. Es gibt einmal im Monat ein Newsletter, wo ich eine kleine Zusammenfassung mache und auch den verlinke ich. Ich verlinke alles unten drunter. Ja, bisschen ungewohnt für mich, dieses Format. Und trotzdem möchte ich das einfach mal ausprobieren. Ich bin wieder in Köln. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich eine Weile auf Teneriffa war, dass ich ein bisschen unterwegs war und schon seit einer ganzen Weile bin ich wieder hier. Habe allerdings immer noch nicht so die perfekte Wohnung gefunden. Also falls jemand was hört, in Köln 2 Zimmer, gerne Nähe Stadtwald oder so, wäre ich ganz dankbar für Hinweise. Ja, und mh, im Moment zieht es mich nicht ins Ausland. Ich hatte das Gefühl, dass meine Zeit auf der Insel einfach vorbei ist. Also irgendwie hat es mich zurückgerufen und das auch ganz ohne Schmerz, muss ich sagen. Es war eine super schöne Zeit, eine richtig gute Erfahrung. Zusammen mit meiner Hündin bin ich einfach losgefahren und nicht mehr wiedergekommen, so kann man das sagen. Und ich fühle mich hier sehr verwurzelt in Köln, auch wenn ich, wie gesagt, noch ein bisschen nach der richtigen Wohnung Ausschau halte aktuell. Ja, was ich auch weiterhin mache, ist mein Blog schreiben. Ich habe es am Anfang schon gesagt, das ist so Dreh- und Angelpunkt. Einer meiner Dreh- und Angelpunkte, da widme ich mich jeden Monat der Zeitqualität. Die meisten hier kennen diesen Blog. Da schreibe ich ganz ohne KI weiterhin meine Texte jeden Monat. Am Text für September bin ich gerade dran und man kann den einfach besuchen. Und wenn du mich unterstützen willst, dann mach das bitte auch, weil die KIs natürlich die Texte einfach nur auslesen und die Informationen für sich verwerten und ja, der Blog dann immer weniger besucht wird, was für mich dann schade ist. Also gerne selber besuchen, gerne auch weiterempfehlen und als Link verschicken. Freue ich mich auch drüber. Genauso wie ich an der Stelle einmal ganz lieb Danke sagen möchte. Es gibt sehr, sehr viele Menschen in meinem Feld, die seit vielen Jahren diese Texte lesen und zum Teil auch sehr viel daraus ziehen können. Und das freut mich sehr. Auch Danke sagen möchte ich für die vielen Nachrichten, die ich diesbezüglich bekomme, für die vielen Spenden, große, kleine, mittlere. Dankeschön. Alles kommt bei mir an, alles wird von mir auf jeden Fall gewürdigt. Jede Nachricht, jede Zuwendung, jeder Gedanke, würde ich sagen. Also alles, was bei mir ankommt, dafür möchte ich gerne an dieser Stelle einmal ganz ausdrücklich Danke sagen und das mit meiner Wertschätzung belegen an der Stelle.
Ja. Den Blog wird es auch weiterhin geben. Ich überlege natürlich manchmal, jetzt gibt es so viel im Internet, so viel Information, braucht es das noch? Und jedes Mal, wenn ich dann so eine liebe Nachricht bekomme oder so ein tolles Feedback, was wirklich regelmäßig passiert, dann denke ich, ja, okay, es ist schon auch mein Seelenauftrag, diese Informationen, die immer wieder auch Heilung zum Thema haben, zum Dreh- und Angelpunkt. Im Mittelpunkt steht dieses Thema Heilung und Heilarbeit, das auch weiterzuführen. Also es wird es erstmal weitergeben, noch geben. Also dieses Jahr auf jeden Fall noch. Was nächstes Jahr ist, weiß ich nicht. Mal gucken. Genau, da kommen wir nämlich auch jetzt zum Ausblick, zur Zeitqualität, die nächsten 12 Monate. Ähm, ja, die Zeit wird ein bisschen anders als das, was wir kennen. Und viele, die so sehr im Tun waren, werden auch ins Yin kippen. Also in eher ruhige Fahrwasser. Ich beobachte sehr viel, dass Menschen, die viel an sich gearbeitet haben, auch in ein gutes Fahrwasser kommen. Ich beobachte, dass Menschen, die vielleicht nicht so gute Entscheidungen getroffen haben, sehr mit den Konsequenzen konfrontiert werden aktuell. Also es ist so ein bisschen ähm, ja, wie eine Schere. Es ist oft so, es fällt mir gerade sehr deutlich auf. Also es gibt so alle Frequenzen und so ein bisschen Trennung haben wir ja schon länger im Feld. Das heißt so ein bisschen viel Trennung. Und darum geht es auch, dass wir vielleicht, wenn wir können, uns auf die ganz hohen Frequenzen oder auf die höheren Frequenzen einschwingen und die verkörpern. Das ist ganz wichtig. Und dieses trennende Element hat auch damit zu tun, dass vieles eben nicht verkörpert wird. Ja, also dass es vielleicht im Verstand ankommt, vielleicht sogar im Herzen oder sonst wo in uns, aber im Körper nicht. Sprich, dass wir das nicht leben, dass wir das nicht umsetzen und nicht in die Materie bringen können. Und das vielleicht nochmal so als Hinweis für die nächsten 1, 2 Jahre auf eine gute Erdung zu achten, darauf zu achten, dass die Dinge nicht im Kopf stecken bleiben, dass wir da nicht ja, zu sehr in den Wolken schweben, sondern dass wir wirklich auch gucken, die Dinge zu realisieren. Ich benutze mal nicht das Wort manifestieren, sondern realisieren. Darum geht's. Die Dinge umsetzen. Und dabei werden sich ganz neue Wege auftun. Und wenn wir aus dieser Urangst vielleicht rauskommen, die viele haben, nicht alle, viele, dann können wir auch in einer Entspannung und in einer Ruhe kreieren, manifestieren. Und das ist auf jeden Fall eins der großen Themen. Ja, raus aus der Existenzangst, rein in das ruhige Leben und raus aus dem Überleben. So, das waren jetzt viele Sätze dazu. Also Schatten-Existenzthemen und Licht ähm, in der Ruhe, in der Kraft, in die Manifestation, Realisation zu kommen. Manchmal auch in Baby-Steps. Dagegen ist nichts einzuwenden. Wir müssen nicht immer alles in Riesensprüngen machen. Können wir natürlich, wenn es uns liegt. Oft geht es tatsächlich um Konstanz und kleine Schritte. Ja. Genau, dann haben wir auch noch im Human Design, dem bin ich auch sehr verbunden, den Wechsel in das Kreuz des schlafenden Phönix, was auch mein Lebenskreuz ist. Und da geht es auch um Fülle, und zwar Fülle als ähm, inneren Zustand, der dann die Fülle auch nach außen transportiert, automatisch. Um es ganz kurz zusammenzufassen, das heißt, das sind große Themen, die im Feld sind und die wir auch mit nach vorne bringen können, beziehungsweise die uns alle berühren. Wenn das interessant ist, ich habe auf jeden Fall bald einen Workshop im September. Ich blende das mal kurz ein. Eine Sekunde. Ähm, ach nee, ich habe es gar nicht aufgemacht. Nee, ich verlinke es einfach unten drunter. Ist ja, macht ja nichts. Ähm, ja, also ich habe einen Workshop im September zum Human Design. 3 Freitage, 18 bis 20 Uhr. Das lohnt sich, da dabei zu sein. Und ansonsten habe ich im Shop auch zum Phönix einen Vortrag. Ähm,
Was habe ich noch? Ach so, ja, für den Wechsel in den neuen Maya-Spin morgen schon. Gibt es heute Abend, das ist sehr knapp, um 18 Uhr einen Workshop. Da kannst du auch noch teilnehmen, ist auch im Shop. Für ein kleines Entgelt kann man da teilnehmen. Und wenn das jetzt zu kurzfristig ist und du das Video später siehst, kannst du auch die Aufzeichnung im Shop noch finden. Also das lohnt sich auch. Also wir haben viele Neuanfänge vor uns. Erstmal gerade das neue Maya-Jahr, das gerade letzten Monat begonnen hat. Jetzt der neue Maya-Spin. Nächstes Jahr den Wechsel in den Phönix. Das nur mal so als ein paar Meilensteine, die gerade sehr im Feld sind. Und dann sind die astrologischen Gegebenheiten noch gar nicht mit bedacht. Das machen besser andere. Und für alle, die vielleicht mehr wollen, es gibt auch immer noch die Heilerausbildung von mir und die nächste beginnt in 2 Wochen ungefähr. Und wenn dich das ruft und du sagst, ja, ich bin soweit, ich brauche jetzt neue Methoden, ich möchte gerne zuverlässig weiterkommen und aufhören, mich im Kreis zu drehen oder einfach neue Techniken lernen und andere auch begleiten, was keine Voraussetzung ist, man kann es auch für sich selber machen, dann bist du herzlich eingeladen, teilzunehmen. Genau. Ja, das ist es ähm, in aller Kürze, in diesem für mich ungewohnten Format. Ich freue mich, wenn du mir trotzdem ein Like da lässt. Vielleicht hat es dir sogar gefallen. Und auch, ich mag es auch mit dir ins Gespräch zu kommen, zumindest was jetzt für dieses Video bedeutet. Vielleicht in einem Kommentar, was hat dir gefallen an dem Video? Wie kennst du den Blog schon? Wenn nicht, besuche ihn gerne oder lass mir einen Kommentar dazu da. Und natürlich für die, die gerne mehr schreiben möchten, auch gern gesehen, bitte konstruktiv, wie du die Zeitqualität wahrnimmst. Ja, das ist es für den Moment von meiner Seite. Ich sage ganz lieb Danke, freue mich auf ein Wiedersehen. Vielleicht komme ich noch mal wieder mit einem Video und schicke ganz liebe Grüße an alle ins Feld. Alles Gute. Ciao, ciao.